Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch mein traditionelles Rezept für Zimtsterne. Es sind super saftige Zimtsterne und sehr, sehr aromatisch. Und ich habe das Rezept über die letzten 20 Jahre immer weiterentwickelt. Jetzt ist das unsere bisher beste Version. Die möchte ich heute mit euch teilen. Bevor wir aber zum Rezept kommen, möchte ich euch noch einladen, ganz herzlich. Ab dem 1. Dezember geht es natürlich hier wieder los auf meinem Blog und auf YouTube mit dem Sugar Princess Christmas Cookie Club 2021. Und wir haben wieder ganz tolle Sponsoren im Boot, die uns schöne Gewinnpakete geschnürt haben. Und ja, wer das alles ist, welche Gäste auf dem Blog sind und auf YouTube hier dabei sind und welche Sponsoren es sind, was es zu gewinnen gibt, das seht ihr nächste Woche Dienstag in der Ankündigung bei mir auf dem Blog. Also schaut dort vorbei. Wieder zurück zum Rezept. Wir machen den Zimtsterneteig. Das erste, was ich mache, ist mir die Haselnüsse und Mandeln in einer Pfanne, gerade ohne Fett, etwas anrösten, bis sie duften. Ihr könnt natürlich auch nur Mandeln verwenden oder von mir aus auch nur Haselnüsse. Ich verwende immer beides. Für uns schmeckt das am besten. Ganz traditionell werden die Zimtsterne nur mit Mandeln gemacht. Das Anrösten muss natürlich nicht unbedingt sein, aber es gibt einen noch besseren Geschmack. Also macht das ruhig, lasst sie dann ein bisschen abkühlen nach dem Rösten und mahlt sie euch dann so fein, wie ihr sie haben wollt. Und sobald sie so ein bisschen anfangen zu knistern und zu duften, dann runternehmen, dass sie nicht zu doll bräunen. So, und die Mandeln habe ich mir ganz kurz im Thermomix gemahlen. Und das hat den Vorteil, dass man einfach selber bestimmen kann, wie fein oder wie grob das Ganze sein soll. Bei mir sind jetzt so mini kleine Stückchen noch drin und das finde ich halt besonders lecker bei den Zimtsternen. Ich mag sie nicht, wenn sie so ganz, ganz fein gemahlene Mandeln oder Nüsse beinhalten. Ich finde es immer schön, wenn man so ein bisschen Crunch dabei hat. Wenn wir unsere Nüsse bereitet haben, dann können die in eine größere Schüssel gegeben werden. Und jetzt kommen hier auch alle anderen trockenen Zutaten hinzu, also der Puderzucker und die Gewürze, nämlich Zimt bei mir, etwas Nelken und natürlich die Prise Salz. Salz, eine Messerspitze Nelken, also ich gebe jetzt mal so hier so ein Mini-Messlöffelchen dazu, ganz nach Geschmack. Ich liebe Nelken in allen möglichen Weihnachtsteigen. Dann natürlich den Zimt und da nehmen wir 3 gehäufte Teelöffel. 1, 2, 3. Und jetzt fehlt natürlich unser Puderzucker, der muss hier auch dazu. 300 Gramm. Und das Ganze müssen wir uns natürlich jetzt gut miteinander vermischen, damit wir einfach schon mal alles beieinander haben. Wenn wir jetzt gleich die flüssigen Zutaten hinzugeben, das Eiweiß und die Orangenpaste in meinem Fall, denn die muss bei mir da unbedingt mit rein. Und alles so lange vermischen, bis eine schöne homogene sozusagen Backmischung entstanden ist. Und wir geben uns erstmal nur die Eiweiß hinzu und dann einen Esslöffel Amaretto, wer möchte, oder von mir aus auch Rum oder etwas dergleichen, also zum Beispiel Orangensaft und etwas Mandelaroma, wer also keinen Alkohol verwenden will. Und zwar deswegen erstmal nur einen Esslöffel Flüssigkeit zusätzlich, weil man dann einfach besser korrigieren kann, wenn es irgendwie zu viel gewesen sein sollte. Wenn das Ganze zu flüssig wird, zu klebrig, dann kann man das noch korrigieren. Deswegen gebe ich jetzt erstmal einen Esslöffel Amaretto hinzu. Und was jetzt unbedingt bei mir noch rein muss, ist die Orangenpaste. Einfach so ein bisschen was, so ein halber Teelöffel ungefähr. Und wer keine Orangenpaste hat, der kann einfach den Abrieb einer halben oder ganzen Orange verwenden. Ich sage euch, das macht das wirklich Top-Aroma aus. Jetzt wird das Ganze erstmal mit den Knethaken des Rührgeräts verrührt und dann schauen wir mal, wie der Teig ist. Und dann können wir eventuell noch einen weiteren Esslöffel Amaretto hinzufügen. Und das reicht auch schon, nur so lange, bis das Ganze so eine krümelige Masse geworden ist. Jetzt nehmen wir uns das aus der Schüssel raus und kneten per Hand den letzten Schliff, wie immer. Denn dann können wir am besten beurteilen, wie der Teig ist. Ist er zu klebrig? Dann geben wir noch ein bisschen Mandeln oder Haselnüsse hinzu. Und ist er zu fest? Dann kann man noch etwas Amaretto, wie gesagt, hinzufügen oder andere Flüssigkeit. Und ihr seht,
Das verbindet sich auch gleich ganz gut und da kann man die ganzen Krümel dann noch mit aufnehmen. Und aus meiner Sicht muss hier jetzt kein weiterer Amaretto mehr rein, denn sonst wird es zu feucht und der Teig fängt an zu kleben und das soll er ja möglichst nicht. Und ihr seht jetzt hier am Kneten, dass da überhaupt nichts klebt. Wenn man eine Silikonunterlage nimmt, ist das ganz prima. Also absolut in Ordnung, 1 Esslöffel Amaretto. Mein Teig ist fertig und ihr seht, er klebt so gut wie gar nicht. Also es ist wirklich genial, weil oft hat man ja so ein Ärgernis mit dem klebenden Zimtsterneteig. Wir können uns das Ganze jetzt zu einem Rechteck flach drücken und das Ganze dann auch ausrollen. Ich rolle die Zimtsterne immer gerne auf 1 cm Stärke aus, einfach weil sie dann schön saftig innen drin bleiben. Und wer sie zu dünn macht, der hat dann nachher harte Zimtsterne. Also los geht's ans Ausrollen. So, und fürs Ausrollen, da drücke ich mir das Ganze erstmal so ein bisschen flach. Dann geht es einfacher, einfach zu so einem flachen Rechteck drücken. Gar nicht erst mal rollen, sondern wirklich nur drücken. Und ihr seht, da klebt wirklich gar nichts. Also richtig perfekt. Da braucht man auch nichts drunter zu streuen. Am besten wirklich so eine Silikonunterlage benutzen. Und jetzt gucke ich mal hier mit meinem Backlineal, wie weit ich hier bin. Ich bin noch ein bisschen zu dick, also jetzt kann ich ihn gut ausrollen. Ihr könnt auch Teighölzer verwenden, die 1 cm Höhe haben. Das geht natürlich auch. Dann werden alle noch gleichmäßiger. Jetzt können wir uns hier schon ausstechen, entweder direkt oder nach der Kühlzeit. Je nachdem, wie ihr das Gefühl habt, ist mein Teig sehr klebrig oder nicht. Wenn er sehr klebrig ist, besser noch mal kalt stellen. Aber meiner ist jetzt perfekt, deswegen kann ich auch direkt ausstechen. Und ihr seht, da ist der Teig. Und dann kann man sich das Ganze auch schon auf dem mit Silikon belegten Blech oder auf dem Kuchengitter erstmal hinlegen. Und ihr seht, wunderbar und lässt sich auch wunderbar anheben. Noch ein Tipp, falls es bei euch doch kleben sollte, man kann das Ganze auch auf Mandeln, auf gemahlenen Mandeln ausrollen oder auf Puderzucker und auch den Ausstecher ab und zu in Puderzucker tunken. Die Reste vom Ausstechen jetzt gerade einfach wieder verkneten. Ich richte mir das immer so ein bisschen zu einem Rechteck vor, dann lässt sich das Ganze besser in Rechteckform auch ausrollen. Und ihr seht, da braucht man wirklich absolut gar nichts mehr. Das ist ein perfekter Teig. Take a walk outside and tickle the snowman's nose. Das geht so kinderleicht, dass wirklich auch eure Kinder toll ausstechen können. Dieses letzte Stückchen hier, dieses letzte kleine Restchen, das gebe ich mir jetzt einfach in den Ausstecher von oben und drücke mir das im Ausstecher fest. Vorsichtig reindrücken in die Ecken. Dann habe ich auch noch das letzte Restchen Teig super verwertet. Einfach gerade so ein bisschen festdrücken und auswerfen. Und vielleicht umdrehen, dann ist er auch schön gerade. Perfekt, wir haben den gesamten Teig verarbeitet. Ich sage euch gleich, wie viele Sterne es sind. Also hier sind es 30 und hier habe ich nochmal eine Ladung. 52 Stück habe ich rausbekommen. Es hängt natürlich immer so ein bisschen von der Dicke ab. Eine Ladung habe ich bei mir jetzt 10 mm gemacht und eine Ladung 8 mm. Für den Guss der Zimtsterne brauchen wir noch ein Eiweiß. Es ist schon in meiner Schüssel. Ich nehme ein bisschen Salz. Die Schüssel sollte fettfrei sein. Und ich schlage mir das Ganze jetzt erstmal steif und lasse dann während des Schlagens den Puderzucker einrieseln. Den Guss nicht zu lange schlagen, sondern nur so lange, bis umfallende Spitzen entstehen und der Guss in sich wieder verfließt. Denn dann haben wir die perfekte Konsistenz für unsere Zimtsterne. Wir können das Ganze jetzt dann auch schon auftragen und das geht am besten mit dem Backpinsel oder einem glatten Messer
und einem Zahnstocher. Die Glasur habe ich mir umgefüllt in eine kleine Schale, damit sie einfach nicht so schnell austrocknet. Je größer die Oberfläche, desto schneller trocknet die Glasur. Und wir wollen sie ja noch möglichst streichfähig haben die ganze Zeit. Ich gehe jetzt hier einfach so rein und gebe mir so ein bisschen was auf jeden Stern. Und zwar nacheinander. Ich fange mal hier an, dass ihr es besser seht. Einfach so ein bisschen was. Und jetzt kann man sich das ganz einfach schön verstreichen. Und für die Feinheiten nehme ich dann immer noch einen Zahnstocher und streiche das Ganze so bis in die Spitzen. Natürlich kann man sich auch die ganze Platte vor dem Ausstechen mit der Glasur bestreichen und dann ausstechen, aber wir haben die Erfahrung gemacht, das gibt eine riesen Schweinerei. Alles bleibt am Ausstecher kleben und deswegen machen wir es lieber so und geben uns einfach so ein bisschen Mühe, machen ein bisschen weihnachtliche Musik an und dann macht das Ganze auch richtig Spaß und am Ende hat man wunderschöne handbemalte sozusagen Zimtsterne. Nehmt einfach den Gegenstand, mit dem ihr das am besten hinkriegt, so ein bisschen einfach rumprobieren. Für mich funktioniert das Messer ganz gut. Meine Tochter macht das gern mit dem Spritzbeutel. Also da muss jeder so seine eigene Technik am besten rausfinden. Das mache ich jetzt erstmal mit allen Sternen und dann sehen wir uns wieder. Ihr seht, das sind alle meine Sterne, die habe ich jetzt wirklich über Nacht hier stehen lassen. Und ich heize mir jetzt den Ofen auf 150 Grad Ober-Unterhitze vor und schiebe sie dann ins untere Drittel des Backofens. Einfach deswegen, damit sie von der Unterseite noch etwas Hitze bekommen und die Oberseite ganz schön weiß bleibt. Denn das sind für uns die schönsten Zimtsterne. So, los geht's. Ich bin sehr gespannt. Unteres Drittel. So, da sind unsere Zimtsterne. Wunderschön geworden. 10 Minuten habe ich sie abgebacken. Sie sind schon fast ein bisschen dunkel geworden, aber immer noch wunderschön. Die Glasur ist nicht gerissen. Perfekt. Ich lasse sie jetzt ein bisschen auskühlen und dann werden wir sie zusammen probieren. So, und hier, das ist die zweite Ladung. Die werde ich jetzt auch hier aufs Abkühlgitter setzen und dann können wir die Sterne probieren. Und schaut mal hier. Hier sind sie noch so ein bisschen dunkel. Das heißt, sie sind innen noch feucht. Also genau richtig. Perfekt. So, die Sterne sind fotografiert. Ich weiß ja auch, wie sie schmecken. Trotzdem werde ich sie jetzt für euch probieren. Es ist ja, das muss ja irgendwie sein, ne? Nehmen wir mal diesen hier in der Mitte und ich breche den jetzt mal auseinander, damit man einfach sieht. Also hier unten ist er noch ein bisschen dunkel, wie ihr seht. Und jetzt seht ihr auch, wie er hier aussieht. Richtig schön saftig innen drin. Und ich beiße jetzt einfach mal rein. Mit einem Haps ist er gleich verschwunden. Achtung! Oh. Mega. Nochmal abbeißen, damit ihr hört. Also, ich weiß es ja und ich sage, sie sind perfekt. Sie sind ja jetzt frisch gebacken, sie kommen jetzt in die Dose und dann werden sie so ein bisschen noch Feuchtigkeit ziehen. Man kann auch einen Apfelschnitz mit reinlegen in die Dose und dann werden sie ganz butterzart. Und obendrauf sind sie halt wirklich schön crunchy und innen drin saftig und sie haben ein fantastisches Aroma. Also wirklich, ich sage nachbacken. Das waren meine über 20 Jahre entwickelten Zimtsterne. Für mich das perfekte Rezept. Besser geht es für mich nicht. Ich hoffe, ihr probiert das Rezept einmal aus und seid genauso begeistert davon, wie wir hier es sind. Wenn ihr die Zimtsterne nachgebacken habt, freue ich mich natürlich wie immer über Fotos auf Facebook oder auf Instagram. Alle Links dazu findet ihr hier unten in der Infobox. Dort findet ihr auch das Rezept zum Ausdrucken, zum Nachlesen und ich verlinke euch den Blog natürlich auch nochmal hier oben. Ja, jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Freude auch beim Sugar Princess Christmas Cookie Club 2021. Am Dienstag geht's los mit der Ankündigung auf dem Blog. Mittwoch öffnet sich dann das erste Türchen und es gibt auch schon was zu gewinnen. Also schaut auf jeden Fall vorbei. Wir sehen uns hier wieder nächste Woche Sonntag um
14 Uhr, ganz ausnahmsweise mal, denn da bin ich Teil mit meinem Adventskalender im Foodtuber Adventskalender. Also es ist eine sozusagen Kooperation, gegenseitige Kooperation mit Annettes Backstübchen und den anderen Foodtubern. Und da darf ich am Sonntag um 14 Uhr mein Rezept zeigen. Und auch da gibt es was zu gewinnen natürlich. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, alles Gute. Tschüss!